So, wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Sherlock Holmes Chapter 1, Folge 5. Und während ich mir hier noch ein Glas Koffein gieße, sehe das noch gar nicht. Ich muss mir auch noch ein bisschen anders hinsetzen, weil ich habe hier mega die Sonne drin. Da muss ich mir auf jeden Fall auf Dauer noch eine Lösung überlegen, dass ich hier nicht total in der Sonne sitze. So, jetzt seht ihr mich. Ich bin ein bisschen weiter weg hier heute vom Schirm. Wie gesagt, einfach aufgrund der Sonne. Ja, Sherlock Holmes. Wir haben gestern eine ganze Reihe von Nebenquests absolviert und wollen heute mit der Hauptquest Mutterliebe fortfahren. Dazu werde ich mal ganz kurz noch in den Hinweisen suchen, worum es überhaupt geht, was überhaupt bisher passiert ist. Und dann starten wir mit der Quest. Also Mutterliebe. Was ist bisher wichtig? Also, John fragte mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht, aber ich kann versuchen, mir Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Mycroft und ich hatten bei der Beerdigung unseren Koffer dabei, denn unmittelbar danach mussten wir nach London aufbrechen. Mycroft bestand hartnäckig darauf und ich habe ihn nie nach dem Grund dafür gefragt. Nur wenige Leute waren bei der Beerdigung anwesend. Der Pastor sagte zu mir, dass meine Eltern nun im Paradies vereint wären, auch wenn sie nicht gemeinsam bestattet wurden. Schon damals glaubte ich ihm nicht. Ich wollte sie unbedingt ein letztes Mal sehen, bevor der Sarg beigesetzt wurde, um ihr zu sagen, wie sehr ich sie liebe, aber dazu kam es nicht. Mycroft hielt mich fest, bis ich mich beruhigte und von ihm vom Friedhof wegbringen ließ. So, das ist unwichtig. Fotografie der Grüfte der Malteserritter. Eine Fotografie der Grüfte der Malteserritter, die ich beim Fahrrad des unbekannten Grabbesuchers fand. Ich hoffe, der Besuch dieser wunderschönen Gewölbe wird dich inspirieren. Zumindest die Aussicht wird dir sicherlich gefallen. Boniface Mercurio. Jemand hat die Kerze am Grab meiner Mutter angezündet und dort eine Taschenuhr zurückgelassen. Die Taschenuhr hat meiner Mutter gehört, zeigt keinerlei Witterungsspuren. Die Kerze ist vor nicht mehr als einer halben Stunde entzündet worden. Am Grab fand ich die Abdrücke eines vermutlich etwa 5,5 Fuß großen Mannes mit modischen Schuhen. Ich folgte den Schuhabdrücken bis zu einer Fahrradspur, die weiter in den Friedhof hineinführte. Ich fand das Fahrrad des Grabbesuchers. Der Mann, der es hier zurückgelassen hat, muss noch auf dem Friedhof sein. Ich habe den Besucher gefunden. Es handelt sich um Werner Vogel, den Künstler, den ich gestern im Hotel kennengelernt hatte. Es war Werner Vogel, der die Taschenuhr meiner Mutter an ihrem Grab zurückgelassen hatte. Mr. Vogel behauptete, dass das seine Art gewesen sei, mir das zurückzugeben, was ohnehin mir gehört. Er erzählte außerdem davon, dass die Polizei den Todesfall meiner Mutter ermittelt hatte. Ich habe zwar meine Zweifel, aber wenn das wahr sein sollte, müsste es im Polizeiarchiv Aufzeichnungen darüber geben. Vor 10 Jahren lebten wir in der Grand Surrey, damit dürfte ich meine Suche entsprechend eingrenzen können. Verschwundene Polizeiakte. Im Archiv fand ich nichts weiter als einen leeren Ordner mit der Aufschrift Fall Violet Holmes, 9. April 1869, Stormwood Manor, Grand Surrey. Keinerlei Dokumente waren daran zu finden. Offensichtlich hat die Polizei wirklich ermittelt, doch die Akte war dann irgendwann verschwunden. Vor meinem inneren Auge blitzte gerade eine Erinnerung auf, die eines Polizisten vor unserem Herrenhaus. Aber warum war er dort gewesen? Stormwood Manor muss sich in Grand Surrey befinden. Ich hatte auch bruchstückhafte Erinnerungen an eine Brücke und eine Kirche auf einem Hügel. Das Herrenhaus muss dort irgendwo in der Nähe sein. So. Wonderful good morning, Mrs. Lucinda. Ghost Queen of Slytherin. Valeria Snape oder wie es ich wieder da in Vergangenheit ja heißen hast. So. Das müssen wir jetzt also machen. Wir müssen Stonewood Manor finden. In Grand Surrey. So, dann machen wir erstmal ein bisschen Kartenanalyse. Also ein Haus auf dem Hügel nahe einer Kirche. Hier haben wir zum Beispiel die Abtei. Hier könnte das Haus sein, aber ja, weiß ich nicht. Also wir gehen erstmal nach Grand Surrey. Ich mache mal wieder eine Zu-Fuß-Reise, weil ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Machen wir erstmal hier hin. Jawohl. Weil man echt immer noch viel auf der Karte mitkriegt. Auch gestern diesen Vogelkäfig-Quest, die ich da hatte, wo es um diese Minenvögel gab. Schaut hier an. Gimbals Kostümatelier.
Und es ist auch so, dass man zwischendurch öfter mal Gespräche belauschen kann und dann halt Hinweise auf neue Fälle findet. Also ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, hier erstmal viel zu laufen. Oh, ein altes Aquädukt. Extra! Extra! The Ah, hive schaut gets hier. stung! A substantial police sting targeting the hideouts of the Hive Crime Syndicate! Read all about it! The cheapest news on the island. So, die Bienen wurden selbst gestochen. Kaufen. Thank you. Die Bewohner von Miners End und Silverton wurden gestern Nacht von Schüssen und Schreien geweckt, als die Polizei mit einem Großaufgebot die Unterschlüpfe der kriminellen Vereinigung der Bienenstock stürmte. Diese beispiellose Operation war fast 6 Monate lang im Vorfeld geplant worden und resultierte in 13 Festnahmen und durch den leitenden Ermittler Chief Constable Donovan. Als die Polizei von Cordona in die Lagerhallen der Gruppierung eindrang, versuchten viele hochrangige Mitglieder des Bienenstocks auf einem Schmuggelschiff zu fliehen, beladen mit Kisten voller Wolle, die zur Tarnung versteckter Waffen diente. Die Polizeibeamten hatten jedoch von dem Fluchtplan erfahren und das Schiff konnte von einer Militärpatrouille abgefangen werden, kurz nachdem es die Küste Cordonas hinter sich gelassen hatte. Mit der einst mächtigen Organisation, die durch einen Zusammenschluss mehrerer hiesiger Banden entstanden war und unter einem mysteriösen Anführer standen hatte, ging es bereits seit geraumer Zeit bergab. Es wird vermutet, dass dies auf den Tod des besagten Anführers und daraus resultierende interne Machtkämpfe zurückzuführen ist. Nothing new for you, I'm afraid. Jo. Falls sich noch jemand fragt, was wir gestern geschafft haben. So, danke, oder? Was habe ich denn eigentlich hier für eine... Jetzt. Ich dachte, er wäre irgendwas, weil da Police Line Nordkost stand. Aber... So, wo sind wir jetzt? Den Platz. Jetzt kommen wir gleich in Grand Survey an. Gründerplatz. Guck an. Na Lucy, hast gut geschlafen? Auch wenn der Schlafrhythmus im Arsch ist. Ja, ich habe wie gesagt die beiden Sternenbilder noch geschafft. So, und ab jetzt suchen wir noch die beiden Sternbilder und noch diese Wüste, die ich da aus Versehen freigeschaltet hatte. Ja. Nee. Nee, das hat hier keine Erker. Wo bin ich hier? Hilfe. Help me, please. I don't want to hear your questions. Ey, ganz ehrlich, ich will doch nur ein Haus finden. St. Nikolauskirche. Wo ist hier eine Kirche, Mann? Hier sie nicht. Ach, hier. Ja, eine Kirche auf einem Hügel. Also... Ha. Ja, auch ganz gutes Schlafen. Du, ja, ich auch.
Alte Ruine. Neuer Ort. Alte Ruine. Nee, also noch habe ich Stonewood Manor nicht gefunden. Eine Brücke und eine Küche auf einem Hügel. Ah, schaut mal. Ich schätze mal das Gebäude hier. Das ist so ein bisschen zwischen Brücke und Kirche. Hat der Floater recht? Er ist ein Fuchs. Ein Fuchs ist Hey, er. Sherry, there's post here, but it seems as if the letter was delivered recently. Sherlock. Brief von meinem Bruder Minecraft. Sherlock, ich hoffe, du wirst diesen Brief niemals lesen, denn das würde bedeuten, dass du einem absurden Hirngespinsten doch gefolgt bist. Die Vergangenheit ist vergangen. Zeit und Energie zu investieren, um bereits Erlebtes wieder aufzuholen, ist bestenfalls kindische Zeitverschwendung, schlimmstenfalls eine pathologische Schwäche. Tod durch Tuberkulose ist kein schönes Ende, und trotz all deiner Proteste war es besser, dieses Elend von dir fernzuhalten. Es anzunehmen, dass du dem Grab unserer Mutter bereits einen Besuch abgestattet hast. Gehe davon aus, dass du damit deinem dringenden Impuls nachgekommen bist und nun umgehend nach London zurückkehren wirst. Es ist an der Zeit, dass du dich von der Vergangenheit abwendest, dich stattdessen der möglichen Zukunft widmest. Das Königreich braucht dich, Minecraft. After reading that, I am even less eager to return home than before. Let's investigate our manor. That's the Mycroft I know. Predictable. Minecraft Hoax. Mega mal gespannt. There she is. Our old manor. It's smaller than I remember. You were a couple of feet shorter back then, Sherry. Or maybe it's bigger on the inside. Look at the ash all over the door. I don't recall hearing of a fire. We don't have to stay here. You can afford another night or two at the hotel. It's stuck. Oh well, let's just head back. They probably haven't even stripped our room yet. Come on. Must be locked. Move aside. Let me have a go. Seems fine to me, Sherry. This... Perhaps it's mental, not physical. Or perhaps the rest of us are simply constrained by reality, John. I wonder if there's a key secreted somewhere in the garden. Take a look around, Sherlock. I'm sure you'll discover something. Also, irgendwie scheint es mir so, dass Minecraft mich wegführen will. Can you believe it, Sherry? I have so many ideas. So, dann schauen wir uns mal um hier. Was ist das denn? I did not expect these to still be here. It was enjoyable to practice using real handcuffs to make an arrest. An irreplaceable tool for catching a thief. Geld, die Beute. And this must be the reason our suspect was apprehended. Wood and glass, very precious. Hey, that's Wooden Joe. He was always the best at playing criminals. Funny. Wooden Joe reminds me of the trouble we once got in with the police. Do you remember, John? Somewhat. Maybe we can recall more details. Wooden Joe. Erinnerung. Es war schön, wieder auf unseren alten Freund Wooden Joe zu treffen. Er hat sich auch gefreut, Sherry und mich wiederzusehen, denke ich zumindest. Er ist etwas wortkarg. Sein Leben scheint die letzten 10 Jahre nicht besonders ereignisreich gewesen zu sein. Sherry hat es gefallen, sich wieder an die guten alten Zeiten zu erinnern, als wir die Festnahme von Verbrechen geübt haben. Joe hat die Rolle des Schurken stets am besten gespielt und ich war immer erstaunt darüber, wie viel Geduld er aufbringen konnte. Andererseits
Da wir echte Handschellen benutzt haben, ist sie wahrscheinlich nichts anderes übrig geblieben. Ja, und der war aus Holz. John forderte mich auf, zu versuchen, mich vollständig an die Sache mit dem Polizisten vor seinem Herrenhaus zu erinnern. Oh, ich muss auch meine Dings einsetzen, meine... Nee, keine Verbindung. Ich muss auch meine Sinne einsetzen. Schauen wir mal. Ich noch nicht. Gott, oh Gott. Oh. Der Polizist. The policeman brought us both home, John. That's why he was here. I'm pretty sure he brought something else with him too. Do you remember what it was? Metall. I bet it was our reward. No, we were not so lucky. It was a set of lockpicks that we had used to sneak into someone's house. That's why we were arrested. Someone Dankeschön. come out to investigate all the commotion. Aha. Erwachsen, männlich, Familienmitglied, It was Mycroft. Mycroft. He smoothed things over and convinced the policeman not to press charges. The officer left and never returned. But we had to endure a serious talking to from my brother. Mycroft wasn't happy about the fact that we were arrested. It felt like he lectured us for hours. Did we give him something afterwards, Sherry? Oh, yes. Yes, now I remember. It was a letter. That's why we snuck into the house. Mycroft asked us to. It wasn't Ach Gott. angry we stole, but that we got caught. Oh, that's right. It must have been only a couple of months after we moved to Cordona. Was wollte Mycroft Good haben? old days. Whoa. How very odd. It appears that memory stood between me and the manor. It's as if my mind palace had seeped into the real world. This deserves further investigation. Perhaps there's more to discover inside. As long as there is a comfortable place to put my feet up, I'll be happy. Maybe a chaise longue. Aha. In we go. Was ist denn eine Chaiselong? Hab ich noch nie gehört. Ich bin jetzt noch mal raus, weil ich mir nochmal die andere Seite des Gartens angucken wollte. Ja. Why does this barn give me such an unpleasant feeling? Oh, I know. It's because Mycroft used an axe to shoo you out of here. It scarred you for life, but I enjoyed it. Das war's? Da kommt man nicht rein? Okay. Also Mycroft hat Sherlock mit einer Axt aus der Scheune gejagt. Immerhin eine Information, die wir nicht bekommen hätten, wenn wir hier nicht nochmal rausjagen wären. So, dann bin ich jetzt mal gespannt auf drinnen. Nochmal Erinnerungen, Ärger mit der Polizei. Etwa 2 Monate nach unserer Ankunft auf Cordona wären Sherry und ich beinahe im Gefängnis gelandet, nachdem wir bei einem Einbruch erwischt worden waren. Als der Polizist uns nach Hause brachte, war Mycroft der Trubel im Vorgarten nicht entgangen und er eilte hinaus, um die Sache mit den Polizisten zu regeln. Der Officer ging und kam nie wieder. Im Anschluss daran nahm sich Mycroft Sherry zur Brust, nicht weil wir einen Einbruch begangen hatten, sondern weil wir dabei erwischt worden waren. Mycroft selber war es gewesen, der uns den Auftrag gegeben hatte, in das Haus einzubrechen und einen Brief zu stehlen. Er maßregelte seinen jüngeren Bruder zwar, war jedoch auch froh, dass wir den Brief an uns bringen konnten. Ich bekam die Vordertür des Herrenhauses nie auf, da schlug John vor, dass wir uns einmal im Vorgarten des Anwesens umsehen. Ich ließ sich sonderbarerweise öffnen, nachdem ich mich vollständig an den Polizisten erinnert hatte. Komisch. Probleme, die ich nie haben werde. Gremlin brauche ich für Einbruch nicht anhören. Das wird eh nichts. Tja. Home sweet home, Sherry. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it?
Über den Tod von Wyatt Holmes, 10. April 1869. Tragödie im Stonewall Manor. Mrs. Violet Holmes, die Witwe von Seager Morland Holmes, verstarb am gestrigen 9. April 1869 unerwartet auf ihrem Anwesen. Sie hinterlässt 2 Söhne im Alter von 20 und 10 Jahren, wobei unklar ist, ob sie weiterhin im Stonewall Manor wohnhaft bleiben. Mrs. Holmes hatte das Anwesen erst vor einem Jahr käuflich erworben. Trotz ihrer schlechten körperlichen Verfassung aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung hatte sie rasch Anschluss in ihrer neuen Heimat gefunden, war von der Elite Colonnas bereitwillig aufgenommen worden. Sie war eine Frau mit vielen Fähigkeiten und besaß die Stärke eines Mannes, die Gewissenhaftigkeit einer Heiligen und die scharfsinnige Schlagfertigkeit eines Satirikers. Als Spezialistin für Objekte aus der Antike wurde sie zu einer gefragten Sachverständigen. Die Polizei leitete nach ihrem Eintreffen auf dem Anwesen sogleich Ermittlungen ein, gab bisher jedoch keine Einzelheiten bekannt. Die Ursache ist unbekannt. Spezialistin für Objekte aus der Antike. Something did happen that day, but no one can tell us the details. How can that be? Agreed. It's rather suspicious. Weiter geht's. Wir durchsuchen Stonewood Manor. Das ist natürlich alles schon ein bisschen staubig hier, ne? Könnt direkt wieder niesen, wenn ich erzähle. Ich kann ich eh die ganze Zeit niesen, aber hier geht's auch schwer nicht raus. Schauen wir mal wieder so verbrannt. Wahrscheinlich muss ich jetzt erstmal das Geheimnis im Haus lüften, um raus zu können. Und auch hier eine verbrannte Tür. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Auktionsmitteilung. Hiermit teilen wir mit, dass am 20. Juli eine öffentliche Auktion im Stonewall Manor stattfinden wird. Bei den zu ersteigernden Stücken handelt es sich um ein erlesenes Auto aus dem Besitz der Familie Holmes. Alle Stücke wurden von Sachverständigen gut auf die ihre Echtheit hin überprüft. There may be a small chance that some of our property could be found among local traders' wares. It is worth a look, wouldn't you say? Such überall auf der Insel Händler auf, um Eindrückungsgegenstände für das Herrenhaus der Familie Holmes zu ergattern. Achte stets auf Ausrufezeichen auf der Karte, ihr Schein sie bei der Händler neue Waren anbietet. Okay. Das leere Haus. Kurz nachdem wir Colonna vor 10 Jahren verlassen hatten, wurden einige unserer Absichtlichkeiten bei einer öffentlichen Auktion versteigert. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, die Sachen wiederzufinden, sollten wir doch die hiesigen Händler abklappern. Aha. Johns Tagebuchdokumente ist die Auktionsmitteilung. Über den Tod von Violet Holmes haben wir gelesen. I remember how angry Mycroft was about his marks. He called it a frivolous, childish endeavor. Sherlock und John. Wer das Gepäck durchnimmt, irgendein alter Butler, der Familie noch treu ist. Na, ich weiß auch nicht. I think our family portrait used to hang here. In our family portrait, we look pretty happy. Another one. There must be Die something ganzen important behind it. I verbrannten can feel it. Türen. Oh. Almost as good as mine. Almost as good as mine. Revolver. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? Dachboden. Noch eine Tür. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Hä? Das muss ich mal übersehen haben. Meine Güte. Hier. One of the first things I saw when entering this house as a child. It's like déjà vu. Déjà vu.
Irgendwas habe ich übersehen. Dass das eine Aufladezeit hat, ey. Ganz schrecklich. Aha, Mycroft's umbrella, the only outgoing thing in his wardrobe. also Mycroft war Another hier. memory incoming, Sherry. Strange, I struggle to recall anything about the day we moved in. The only detail I'm sure of is that it was raining early that morning. Da kommt jetzt hier irgendwo eine Erinnerung. Neben der einen Tür dieses Bild. Warte. Hier. Tatsache. Top Lucy. Hamlet. Prinz of To be or Dänemark. not to be, that is the question, whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Bringt uns aber nichts, leider. Ich verstehe nicht, wieso manche Punkte gelb sind und manche nicht. Hier haben wir auch nur den Revolver. I heard footsteps upstairs a second ago. Wait, do we have an attic here? To be or not to be, Warum ist das that jetzt ein is the gelber question, Punkt? whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. I think our family portrait Oh, used to hang Alter. here. Oh, na wieder. Hey, this is the luggage we brought from London, isn't it? Oh. Die Spinnenweben, Alter. Hihihi, hier steht auch, ich hätte nur den Hinweis wechseln müssen. Doof. This trip was a challenge for our mother. I tried to help her. There was always a hat on our stand, but I'm sure it did not belong to Mycroft. Hatte die Mutter einen Lover oder was? Our mother brought a slew of belongings with her. She refused to leave a single thing in London. Mycroft had to spend the whole day dealing with it. Do you Krass. feel it? Is it the air shimmering, or is it my imagination? Oha. Wer ist das? Nee, nicht Minecraft. Ja, da muss noch ein anderer Mann gewesen sein. Nee, Minecraft musste auspacken.
Sherlock half seiner Mutter. Ja. Tja, schon. Your neighbors will be told that Mrs. Holmes is suffering from tuberculosis. It is Ach, das ist der common to Arzt, live was? closer to the sea in such cases. Thank you, Dr. Richter. Ja. No, Sherlock, step away from her. Upstairs. Go to your room. Lean on me, Mother. Take your time. Actually, I never heard her coughing. I remember now. Nie husten? Es regnete an dem Tag, an dem wir früh am Morgen auf Cordona ankamen. Sherrys Mutter war schwach und ziemlich wackelig auf den Beinen, aber wollte ich ihr helfen. Dabei wollte er ihr helfen. Mycroft war gerade mit dem Gepäck beschäftigt, doch als er sah, wie sein kleiner Bruder versucht, seiner Mutter zu helfen, trug er ihm auf, nach oben auf unser Zimmer zu gehen. Als letztes traf der Arzt auf dem Anwesen ein Dr. Richter. Er sagte, die Nachbarn würden sich glauben, dass Violet an Tuberkulose leidet. Sherry wurde inzwischen klar, dass wir sie damals nie hatte husten hören. Ah! Oh, I feel dizzy. It's stuffy in here, isn't it? John, are you all right? I'll be okay in a minute. How about we find our room in the meantime? Krass. Was läuft hier ab? Mycroft hat gelogen. Mycroft verschleiert die Wahrheit über Mutters Tod und tischt mir die Tuberkulose-Lüge auf. Jo. Oder sich vergiftet. Das könnte sein. Das sah irgendwie könnte Arsen oder sowas sein. Eine schleichende Arsenvergiftung führt zu so einem krümmenden Schmerzen. Look at this. It's like traveling 10 years into the past with a single step. Oddly satisfying. Ja, Sherlocks altes Zimmer. Coal dust from Miner's End, sandy dirt from the old city. We scoured the island top to bottom for these soil samples. The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Das sieht ja aus. Look at this, John. Remember how desperately I wanted to learn the violin? I never had a proper opportunity. Such a shame. I always hated the rule about being silent in this place. Interesting. What's that over there? Ein Schlüssel. This doorknob has a cross-shaped Türknopf. N. Too intricate to be merely a handle. You know what? That definitely looks like a key. Let's poke around and see if we can find any secrets. Robinson Crusoe. The only fiction book on my table. I can still hear my mother reading it to me. So many pleasant evenings were spent here with the Encyclopedia Americana. Encyclopedia. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. You mean for spying on people? Tja, lebt sie noch? Also ich denke eher, sie lebt nicht mehr. Ich denke nur, dass die Todesursache eine andere war. Oh, these must be the notes of my earliest observations. We wanted to locate a particular dog we'd spotted, and we met it, didn't we? Need to repeat this one day, but with bullets. VR?
Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Sharp and well balanced. Schon als ich damals wieder uns irgendwo in unserem Zimmer einen Schatz versteckt hatten, er wurde mich im Zuge eines kleinen Spiels aus diesen zu finden. It would be a pity to leave such a tool behind. Kreuzförmig. Perfect match. Made of cherry wood, father's favorite. Still has a faint odor of tobacco, one of the few things on this island that smell like home. Holmes Pfeife. Eine kleine gerade Pfeife aus Kirschholz, die einst Sherrys Vater und Vater Sieger Holmes gehörte. Wir mussten sie vor Weile verstecken, da sie nicht wusste, dass wir sie in London aus seinem Zimmer entwendet hatten. Das Holz ist alt und von intensivem Gebrauch abgenutzt, doch Sherrys Vater ging sehr pfleglich mit ihr um. Sie riecht noch leicht nach Tabak. Sherry hat die Pfeife seines Vaters an sich genommen. Ich schätze, sie hat für ihn einen hohen ideellen Wert. My small archive of crime clippings. Maybe I should pick up this habit again. I knew you'd find it in no time. Versteckter Schatz. Johns Herausforderung gewonnen. Haben wir gelesen? Das haben wir geschafft. Ich habe einen versteckten Schatz gefunden und damit das Spiel gewonnen. So, was ist das hier? Ein Ballon. Oh, it reminds me of our neighbour. He had the same balloon in his yard, only bigger. Do you remember? Yes, we visited him several times while living here. Neuer Hinweis für Gedankenspiele. Befreundeter Nachbar. Hm. Cannot believe all my toys are still here. Hey, they were not just yours, they were half mine too. An artifact from Palau carved out of bone and claimed to be 300 years old. Mutter konnte nachweisen, dass es eine Fälschung war. My very favorite plaything. It was the perfect pirate treasure. Ja. I'll never forget how challenging it was to obtain this simple sketch. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Ich wollte mir eigentlich diesen Brief mal angucken, aber... This time I was first to pick beds. This one's mine now. Auch hier fehlt noch was, glaube ich. Also irgendwas fehlt noch, oder? Kann ich schon in den anderen Raum hochgehen, oder? Wir gucken mal. Nee. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Da ist immer zu. Muss ich irgendwas wieder anpappen hier?
Nee, steht zumindest nicht da. Na Lucy, was haben wir übersehen? The first chemical laboratory I ever made. I almost miss its elegant simplicity. Auch alt. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. Ja, da hängt doch was dran. Sharp and well balanced. It would be a pity to leave such a tool behind. VR. Violet. VR. Richter habe ich jetzt gehört. Der Nachname von dem Arzt. This time I was first to pick beds. This one's mine now. Nee, also mit John sprechen habe ich schon gemacht. Almost as good as mine. Difficult. Vorhin war es ja einfach nur eine Kleinigkeit, dass ich den falschen Hinweis angeheftet habe, aber davon ist jetzt nichts zu sehen. Wofür habe ich eigentlich eine Kamera? So einen kleinen runden Nachttisch. Nö. Nö. Hier auch nicht. Zeigt mir nur Punkte an bei Sachen, die wohl schon war. A magnificent tool made for a spurious purpose, staring into the sky. I've definitely found a better use for it. Need to repeat this one day, but with bullets. Need to repeat this one day, but with bullets. Warum ist hier eigentlich ein Einzelner? Ach, das sind Dartpfeile. Was muss ich tun? Jetzt gehen wir nochmal runter. Hier ist nix.
Das hier geht noch nicht. There must be something important behind it. I can feel it. Mycroft's umbrella. The only outgoing thing in his wardrobe. Ah. Tja. I'm overasked. Bin überfragt. Boah, ich dreh durch, wenn er da sollte. Alter Schwede. Ich könnte jetzt ja diese. Erkältet und dann noch die Katzenhaare dazu. Unfassbar. So, also. Hab keine Ahnung, wie es weitergeht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Vier von 4 Sachen haben wir hier. Ne, ist nicht. Das ist bestimmt wieder eine total dämlich einfache Lösung. Wo man jetzt sagt, hör auf, Hilfe, Hilfe. Entschuldigung. So, ich google mal. Erinnerungen im Herrenhaus. Sherlocks Zimmer. So. Ja, da wurde noch was Nachbarn gesagt, aber wenn ich nach was suchen müsste, dann es gibt zwar keine Auszeichnung, irgendwo das tut, aber ein alter Familienfreund aufgrund Häuser. Ohne Scheiß jetzt. Ja, alles klar. Es gibt keine Aufzeichnung über den Tod meiner Mutter, aber ich erinnere mich an einen alten Familienfreund, den wir hier auf Codona hatten. Einen exzentrischen Mann namens Theodore Gilden, dem der rechte kleine Finger fehlte. Wenn er noch hier lebt, kann er vielleicht mehr über den Tod meiner Mutter verraten. Er hatte damals in einem der Nachbarhäuser gelebt, in der Nähe einer griechischen Brücke, und in seinem Hof hatte er einen gasgefüllten Ballon. Danke, Lucy. Wasn't that neighbour missing a finger? That does sound vaguely familiar. Wasn't his name, Theodore. Theodore Gilden, perhaps? It's the perfect time to investigate. Na, ein Glück. Dann investigaten wir mal ein bisschen. In der Nähe der griechischen Brücke. Da ist er. Griechische Brücke. Also schätze ich mal, hat der da gelebt, vielleicht? Gut. Zischt ab hier, ey. Runter, runter, runter. Runter. Nee, hier lebt ja kein Mensch drin, oder was? Aber in der Nähe der griechischen Brücke, da ist ja kein anderes Haus, oder? Ist der über die Brücke rüber? Also erstmal vielen Dank, Lucy. Du hattest den richtigen Riecher. The right smeller, quasi. Nice English, aber ich glaube, man muss in Grand Surrey bleiben. Oder?
Der griechischen Brücke. Vielleicht hier. Da könnte es auch sein. Aber ganz ehrlich, wohnen wir dicht an der griechischen Brücke. Hallo. Ja, das könnte sein hier. Oh, schaut mal, hier ist was los. That wretch Goliath would murder us all. Mark my words. What's happened? Neuer Fall. What's happened? It's as if a storm went through here. Ich wollte im alten Familienfall einen Besuch abstatten, stieß aber stattdessen auf ein verwüstetes Anwesen. Das Tor wurde von innen durchbrochen. Destruction and trampled ground. Destruction and trampled ground. Ach! Oh Gott. Als ich an der alten Familienfreund auf seinem Anwesen einen Besuch abstatten wollte, bot sie mir ein Bild der Verwüstung. Das Tor war von innen aufgebrochen und der Typ war tot. Also dem Nick ist mal so was von gebrochen. Hog heaven. Ach Gott, oh Gott. A sailor's knife useful for cutting wet and thick ropes. Wie, hat doch nicht gereicht, oder was? Ach, Seen a lot of use. The blade is worn from grinding. A coal gas tank. Enough to pump up an airship. Fresh signs of impact. A rough landing led to an altercation with this shed. ein goldener Käfig, Seemannsmesser. Jemand verloren Tatort nach dem Schuppen ein Seemannsmesser. Messer wie diese benutzt man zum Zerschneiden von Seilen. Der Schuppen beherbergt einen Kohlegastank, der funktionsfähig zu sein scheint. Vor kurzem ist jemand gegen die Schuppenwand geprallt und hat ein Messer fallen lassen. Der Aufbau war wohl nicht sehr sanft. Also. Oof. Contortionist you were not. Verrenkungskünstler waren sie nicht. Disjointed vertebrae. Difficult to say if it was a way to start or finish him off. Wirbelsäule ist durchtrennt. A belt from a dressing gown. Curious. Gott, das Beinen, was für eine Stellung das da weggedreht ist. A kneecap reduced to splinters. Na, Kniescheibe sind nur noch Splitter übrig. Schön. Oder? Einfach nur schön. Menschliches Leben einfach so ausgeschaltet. Ah. Irgendwas fehlt auch hier an dem Typen. Außer ein funktionierendes Genick. Na nu. Wo denn jetzt? Was denn jetzt? Also weiter kann ich nicht rotieren.
Ich weiß nicht, was ich suchen soll, ehrlich gesagt. Und ich versuche sagen, oh hier. A missing pinky, middle-aged. It's none other than Theodore. Das war er. Theodore. Oh boy, Sherlock. Another death means another question. And we shall answer the question. It's far too interesting to give it up to the police. Gott. Das Opfer erlitt schwerste Verletzungen verschiedenster Art, die zum Tode führten. In einem abgeschlossenen Gehege eines großen Tieres liegt die Leiche eines Mannes. An seiner rechten Hand fehlt der kleine Finger. Es hat Theodore Gilden. Der Mann weist so viele tödliche Verletzungen und Brüche auf, dass es schwierig ist, die genaue Todesursache zu bestimmen. Seine Beine sind blutend übel zugerichtet. Auf der Leiche liegt der Gürtel eines Morgenmantels. Er klingt auf jeden Fall wie ein sehr, sehr emotionaler Mord. Also da muss jemand sehr wütend gewesen sein. An amount of attention that most can only dream of. Also das ist auf jeden Fall kein Mord, den jemand macht, weil er sich sagt, ach ja, heute bringe ich den mal so um, indem ich den das breche und das zerkloppe und das mache. Der war angetrieben, der Killer. Der hatte richtig Bock, hat er gesagt. Didn't we get to fly in it as children? I doubt it could hold my weight today. Hat er seinen eigenen Heißluftballon im Garten, das ist ja verrückt. Was ist denn hier gewesen? 18 Zoll ist mindestens 2 Tonnen schwer ausgewachsener Elefant. Poke the elephant with this? Really? People are hopeless. Der wurde von einem Elefanten vertreten? A strong pull broke this leash. Ja gut, okay. Den hat er doch verdient, ne? A pool of blood and saliva, possibly as a result of impact. Sherlock, take a picture of the footprint. It's valuable evidence. This photograph can help us find the old article about the elephants. The front page was fascinating. It was hard to believe as a child. True. We may need it in our investigation. A royal suite for a favorite pet. Plenty of food to satisfy even the most fastidious. This is quite comfy. Tja. Also der Typ hat einen Elefanten gehalten und der ist durchgedreht. Und hat den Typen einfach weggeschleudert, schätze ich mal. Also hier begann das Ganze wahrscheinlich. So. Nee.
Hm. Also war noch eine andere Person dabei. Die Verletzung, die er hat, kann ihm ja nur der Elefant zugefügt haben. Hier lag auch schon Blut, ne? Ich würde jetzt mal sagen so, aber es sind ja manchmal so eine kleinen Unterschiede. Ah, In a okay, fit das of wird rage, the elephant broke the chain and threw its victim on the ground with a fierce power. Escaping the scene, it pulled the body with it, but dropped it at the gate. At least some of this was witnessed by a third party who was hurled against the shed. ja. The elephant can't have gone too far. I can still track it. Well, suppose you find it. Then what? Push it all the way back to the manor? Und nicht nur der Elefant, Hog heaven. sondern tatsächlich auch eine zweite Person. Aber gut, das erklärt natürlich auch das ballerte Tor hier. So. Ja, Schuppen. Zeuge des Geschehens. Jemand wurde Zeuge des Geschehens auf Mr. Gills Anwesen. Die Person verlor ihr Messer und könnte verletzt worden sein. Töter war eine schwere Verletzung. Wohl. Der Elefant Goliath könnte Theodore Gilden angegriffen haben, um auszubrechen. Ja. Fast nicht. Ein goldener Käfig. John erinnerte mich an einen alten Zeitungsartikel aus unserer Kindheit. Das war das erste Mal, dass ich eine dieser wunderschönen Kreaturen gesehen hatte. Ich kann im Archiv der Zeitungsredaktion nachsehen. Es handelt sich bei dem Artikel um den Bericht eines Wissenschaftsjournalisten auf der ersten Seite. Der Artikel müsste vor 10 Jahren gedruckt worden sein. Jo, machen wir das mal. Muss ich nur mal gucken, wo ist denn hier die Zeitung? Cordona Chronicle. Yes, man. So weit war der weg. Zeitungsarchiv. Stop the presses. Who is Cordona's handsome stranger? Or Nosebaggerspun's local life? Wait, no. Foppish foreigner hides dark past. Okay. Oh, you've made quite the impression already, Mr. Holmes. You care to tell your side of the story? I am quite certain I have no idea as to what you refer, and I am further certain I have no interest in indulging your gossip. Gossip? The truth will come out, but will only be heard if told well. Scandal, daring-do, romance. These are the tools of every good journalist. Nothing travels faster or lasts longer than a great story. Young man, your tale will be told with or without you. My readers demand it. You already knew my name and seem aware of my doings here in Cordona. I presume this newspaper is your little endeavor? Yasmin Sertel, editor-in-chief of the Cordona Chronicle.
Advocate of the free press, voice of the people, scourge of the silk stocking. Charmed, I'm sure. As an advocate of the free press, I trust you'll permit me to consult your archives. There are gaps in my knowledge of Cordona. Oh, so my work does have merit. Well, I think we can strike a bargain. I shall provide you access, and you let me keep writing about your exploits. So be it. Brooding bachelor builds bridges. Now that's character development. I guess I owe you my gratitude. What can I say? I've always enjoyed working with the Holmes. They whisper such interesting things. So, Augenblick mal, ich bin mal kurz am Handy. Erstmal hier alles löschen. So. I'm watching you closely, Mr. Holmes. Ja, das ist aber eine schöne Nummer, ziemlich hier Can you satisfy my beobachten. curiosity? Sir, I would prefer not to talk to you. Ich will eigentlich nicht mit dir reden, ich bin auswählen auf den Knopf gekommen. Entschuldigung. Ist das hier das Archiv? Ja. I'll be right here. So. Zeitraum. Vor 10 Jahren. Personengruppen. Das sind auf der ersten Seite. Wissenschaftsartikel. Titelseite. Der Herrscher der Tierwelt von Dr. Ian Menzies. Nur wenige Menschen können wohl sich behaupten, das seltsamste und zugleich wunderbarste Geschöpf auf diesem Planeten mit eigenen Augen gesehen zu haben, den Elefanten. Diese ehrfurchtgebietende und doch erstaunlich friedfertige Kreatur, die als das größte Landtier auf der Erde gilt, zieht jeden mit ihrer Größe, Intelligenz und Kommunikationsfähigkeit in den Bann. Elefanten sind wie auch wir Menschen Säugetiere und stammen ursprünglich aus Asien und Afrika. Auch von ausgewachsenen Männchen auf einen Bein- und Fußdurchmesser von 18 bis 25 Zoll kommen, sind Elefanten überraschend beweglich, können besonders unter Zuhilfenahme ihres flexiblen Rüssels eine erstaunliche Gelenkigkeit an den Tag legen. Die grauen Riesen hegen eine starke emotionale Verbindung mit ihren Lieben. Einige Forscher konnten sogar Anzeichen von Trauer oder Freude dokumentieren. So stellt sich vermutlich nicht die Frage, wie sehr Elefanten uns Menschen ähnlich sind, sondern wie sehr wir Menschen den Elefanten ähnlich sind. That's the article. Feeling old already? Geil. Wir haben Johns Herausforderung geschafft. So. Jo. Jetzt müssen wir wieder zurück und nach dem Elefanten himself suchen quasi. Donald Montgomery, deine Muttermann. So, also wir müssen noch mal zu dem Haus hier von dem Typen. Das war's, ne? So nach Norden. Und dann quatschen wir mal die Leute an, was mit dem Elefanten passiert ist. Da hatte schon innerhalb von Goliath gesagt hier. May I ask for your assistance? I don't talk to ruffians. Mit Rabauken unterhalte ich mich nicht. Der Rabauke! Help me, please. That's a question I can ask. Mit Rabauken unterhalte ich mich nicht. Die Rabauke!
Mit dem Rabauke? Der Elefant mit dem Namen Goliath überquert die griechische Brücke in Richtung des Waldes, in den Theodor Gilden stets mitgenommen hatte. Jetzt steige ich mal zum Schlussfolgerung, etwas wenn wir seine Anfragen machen können, das ist eigentlich nur Glück. Ja. Griechische Brücke. Es bleibt übrigens immer noch zu klären, wer ist der unbekannte Fremde, der sich das Ganze mit angesehen hat. In Richtung des Waldes. The elephant barged into this cart of olive oil. What if we're lucky and he slipped and fell somewhere along the way? Can I ask you a question? I don't think I'm rich enough to talk to you, sir. Dann vergleiche ich mich mal schnell. Excuse me, just one question. What are you trying to sniff around for? Ah. I know nothing. Oh, I am bored. Halt die Fresse, Alter. Jetzt schauen die mir mal richtig auf den Sack. Tell me when you find the answer. Warte mal. Ich kann aber bestimmt die Spur verfolgen. Ah. Ja. Oh. Da lief der fette Elefant lang, Junge. Ey, wir haben nur noch mit Elefanten zu tun in den Spielen. Assassin's Creed, jetzt Sherlock Holmes, überall trifft man auf Elefanten. Ah, meine Dankbarkeit für diese Insel wächst stetig, so wie dieser Baum, den ich Ihnen hiermit schenke, vom verantwortungsbewusstesten Bürger Cordonas, Theodor Gilden. Leute, ey, überweist Geld, abonniert mich. Okay, hear me out. If an elephant falls in the forest and there's no one around to... John, no. You're such a killjoy. Abonniert mich, überweist mir Geld, aber ich bin nicht auf den Sack. Was denn jetzt? Hä? Warum bin ich denn jetzt da hingedroppt? Was soll das denn?
Ach, schau mal hier. Strange. It was hung with care. The game has escaped us for now. We'll find a solution to the elephant problem later. Wer das Theodor? Ich schreibe ihn als ein Mann der Insel, wie auch Sie ein Mann der Insel sind. Ich schätze unsere Freundschaft, doch auch die Zufriedenheit unserer Mitbürger liegt mir sehr am Herzen. Ich fürchte, ich kann nicht länger zulassen, dass mir aufgrund unserer Freundschaft die Hände gebunden sind. Ihre Nachbarn vertreten die Auffassung, dass ich nicht in der Lage bin, durchzugreifen. Sie halten ihren Baum für eine Provokation und nicht, wie von ihnen beabsichtigt, für ein Friedensangebot. Die Menschen haben Angst, weil sie sich weigern, ihren Elefanten einem fähigen Tierpfleger anzuvertrauen und stattdessen versuchen, ihn mit ihrem rudimentären Kenntnissen zu dressieren. Die Situation ist so nicht länger tragbar. Ich muss zugeben, dass ich bereits daran gedacht habe, die Elefanten konfiszieren zu lassen und in Mr. Tailhards Obhut zu übergeben. Schließlich hat er gezeigt, dass er sich um Elefantenbienen zu kümmern weiß. Wenngleich ich einräumen muss, dass es sich um ein Weibchen handelt, das weniger angsteinflößend ist als ihr Ungetüm. Bitte überdenken Sie Ihr Handeln in der gegenwärtigen Situation. Sir William Sinclair, Gouverneur von Cordona. Okay, Brief mit Tintenflecken. Theodor Gildens Morgenmantel fand ich den Schlüssel. Das muss bestimmt zu ihm da ins Haus. Oh, lustig ist wieder da. Auf diese andere Seite da. Zu diesem Teich hier. Kann das sein? Und jetzt wage ich mal eine erste Prognose, dass jemand, also dieser Typ zum Beispiel, den Elefanten wild gemacht hat, so dass der Theodor Gilden umnietet und abhaut. Das wäre natürlich krass. Ach, die quatschen mit mir, okay. It's as if a storm went through here. Polizei war auch hier. Aber die Leiche liegt nur da. Hog Heaven. Nee. Ach, bestimmt zum Haus. Ich Trottel. I can always recognize the spirit of a true artist. Ganesha. This young lady has a childish interest for her age. Alter, wie das hier aussieht, Junge. Gosh, what a mansion. Als hätte man die Geisteswelt eines Arschlochs betreten. Donnerwetter. Oder eines Pädophilen oder so. You. Who are you? Sherlock My name is Holmes. Theodore Gilden was... Did you kill him? Did you kill the elephant? It's not in the yard anymore. It escaped into the forest. You can't let it go. What if it returns? I highly doubt that, miss. Imogen Gilden. Please, I beg of you, find that dreadful beast that killed my father. I suppose we do need to learn what happened. Can you tell me what happened? From the very start. I was here, so I didn't see how it began. My father visits the enclosure every morning to wake up Goliath. Today, I heard the elephant scream. I've never heard such a horrifying sound. My heart stopped. I knew something was wrong. I looked through my window and saw how it lifted my father up by his neck. I rushed downstairs.
I saw it dragging my father as if he were a doll. I threw stones at it. It dropped my father's body and charged outside, screaming. Its roar was almost human. I was frightened, so I ran inside and hid here. That is a terrifying experience, Miss Gilden. I'm sorry you had to go through it. Thank you. Goliath must be caught, Mr. Holmes. Well, thank you for the information, Miss Gilden. I did have some questions for your father. Perhaps you might help me with them? I wasn't privy to much of my father's life, and it's very hard to think of anything at all with Goliath still loose. Please, Mr. Holmes. Very well. Do you mind if I ask you more questions if I find anything that might help? Anything to catch that monster. Miss Gilden, I was on this island 10 years ago, and your father knew my mother. I believe I even had the opportunity to ride that balloon outside, but I do not recall seeing you. I lived at my late mother's in Sheffield at the time. I'm in no spirit to reminisce right now. The elephant is out there. You've never heard the name Violet Holmes before? Perhaps your father... Please, Mr. Holmes. With that beast roaming free, I can't think of anything. Very well. Also müssen wir die nochmal bequatschen, wenn... Had Goliath been aggressive before? It's dangerous, but it was never aggressive near my father. My father would do anything for Goliath. All the elephant had to do was clap its ears. You envied him, the elephant, I mean? Our house is called the House of Ivory. I've heard some people refer to me as the Ivory Girl. And my room stinks of the animal, as if it's me who lives in a pen and not Goliath. It's not envy, Mr. Holmes. It's just incredibly difficult to live like this. Did you observe anyone else in the yard? Any of your servants, perhaps? Servants? Do you imagine that we would have any with Goliath? No one wishes to work in this house, even for double pay. I didn't see anyone else. Only my father and that diabolical beast. Okay. Aber Jean beschreibt, wie Theo der Gilden durch den Elefanten getötet wurde. Sie gehörte Goliath brüllen. Von ihrem Fenster aus sah sie nur, wie das Tier ihren Vater am Hals nach oben riss. Sie an die Treppe hinunter und sah dann an, wie das wilde Tier ihren Vater mit sich zog. Danach fasste nach dem Elefanten, der dafür mit einem schrecklichen, fast schon männlich klingenden Brüllers weitersuchte. Sie rannte dann wieder ins Haus und steckte sich in ihrem Zimmer. Sie hat sich die mitgenommen, aber willens weiterfahren zu anfangen, was wir mehr herausfinden sollten. A commendable effort to barricade the windows. Who's a cute bird? False idols? Oh, sounds utterly dreary. She packed as much as she could carry. The same dull poses on all romantic photographs. So idyllic. Enjoy your happily ever after before it stales. Hey, Sherry, we need to talk. You found false idols. We need to find the remaining two. What does bazooka even mean? Would this paper be good for anything but blowing one's nose on? They're not rubbish, Sherry. There's something more. I'm serious. Very well. I doubt it'll be worth it, but I will find them for you, John. You'll thank me later. They're some of the most imaginative books I've ever read. What did you say? Speaking aloud helps me think. Ich hab grad Zeit, ja. Meine Familie ist ja gerade nicht da, das Wochenende. Und da ist ziemlich viel. Ein bisschen weiterzukommen. Wallace die Oren führt sich auf ein packendes Abenteuer des Archäologenpaares Nate und Lower. Folgen Sie im ersten Teil der Bazukologie-Trilogie dem Pfad der Liebe, des Pfads und der Vergeltung.
Der muskelbepackte Nape und die zarte Laura Unternehmen versucht, die verschwundene Stadt des Mondes zu finden. Seit dem Beginn ihrer Reise zum Mittelpunkt der Erde ist jedoch das gigantische Monokel von Dr. Madbone auf sie gerichtet, für das er ihnen auf Schritt und Tritt folgt. Gigantische Unterwasserspinnen, giftspeiende Papageie und blutrünstige Mumien werden das Schicksal und die Fähigkeit unserer Helden auf eine harte Probe stellen. Wird unser beliebtes Wissenschaftler-Traumpaar überleben? Im ersten Teil der Abenteuer von Nape und Laura erhalten sie darauf eine Antwort. Schauen wir, dass wir die gesamte Basukologie-Trilogie von Wallace to Owen aufteilen. Erstmal von den Imogens Zimmer. Scheint ihr Vergehen, aber das geschriebene Wort ist unverständlicherweise recht beliebt. Schätze, ich kann zumindest versuchen, den Grund dafür zu verstehen. Fotografie von Imogen. Eine Fotografie auf Imogen mit einem jungen Mann auf der Rückseite steht folgendes geschrieben: Der Sieg ist für dich und dich allein. 1879 Finalrennen. Mein Leuchtturm im finstersten Sturm Paul. Eingepackte Habseligkeiten. Imogen hat den Großteil ihrer Habseligkeiten angepackt. Aufgrund der sorglosen Art, wie der sie gekleidet und ihren Schmuck in den großen Koffer gestopft hat, liegt die Vermutung nahe, dass sie nicht oft verreist. I found this. Who's this young lad next to you, your faithful knight? Paul. He's my pirate. He's not really a pirate. I just call him that. It probably sounds very silly. Your secret is safe in my hands. Does Paul work somewhere? What is his surname? His name is Paul Perks. He and his yacht Whirlpool are the champions of the Salacia Yacht Club. He sails. I'll show you where it is on the map if you need to meet him. A yachting champion? Well, that will be a first. I prefer dry land. And so does my suit. Okay. These bags of yours, it looks as if you've packed your entire room. Were you planning on going somewhere? My partner and I, we wanted a change, a fresh start abroad. But now I have to stay here. Here, an orphan. How can you read something like this? It's hard to swallow, and that's not due to the hard cover. You're hardly serious. Any library without Nabe and Laura is incomplete. If you can read, then these books are an absolute must. Love and adventure. They're about life. Oh, I wasn't aware that exploding pyramids were a part of daily life on Cordona. You haven't seen life, so you might try reading about it at least. Okay. Sie wollte also Cordona verlassen. Das Sherlock Holmes, ja, das ist relativ neu. Chapter 1, ich weiß gar nicht, wann das rausgekommen ist, muss mal gucken. Also ich bin heute nicht den ganzen Tag online, das ist jetzt so, dass ich nach 13 Uhr aufhöre und dann erst wieder so um 19 Uhr da bin. Ich pfeife heute hier in Prenzlau 2 Handballspiele. So, Segelclub. Ja, da ist er doch. Ich komme tatsächlich nicht doll voran hier in bisher fast 2 Stunden Stream, glaube ich, wa? 1,5. Also, bin noch nicht. Ich habe noch keinen Fall heute gelöst. Nee. Genau, das ist ein Sherlock Holmes Spiel und zwar ein Open World. Na, auch hier ist doch nicht richtig, oder was? Oder ist das hier irgendwo für jetzt eine öffentliche Straße? Nee. Heute Abend, wie gesagt, ab 19 Uhr bin ich wieder da, allerdings, Grabohalle. Allerdings, ist Lucy da nicht da. Deswegen werde ich wahrscheinlich dann erst um 9 Uhr anfangen zu streamen. Aber Lucy, du sagst dann Bescheid, ne? So, ich verkleide mich mal. Als ich. Schön.
Could you help me? That's a question I can answer. Schön. Mitglieder des Yachtclubs erwähnen, dass Mr. Perks das letzte Rennen verpasst und ihn seit dem Morgen niemand gesehen hat. Er könne sein Zimmer in der Werkstatt aufzufinden sein, südlich des Yachtclubs. Mr. Perks, where are you? War der unbekannte Fremde? Wenn ich jetzt ein paar Blessuren an ihm sehe, dann könnte das tatsächlich sein. Vielleicht wollte der den Vater aus dem Weg schaffen, das Töchterchen mit ihm eine Leine zieht. Aber da hat der Töchterchen sowieso vor. Von daher wäre das schon komisch. Weil das wird jetzt aber schon Whirlpool. Frische Lackschicht, Dose mit Lack aus den Lagerbeständen. Champions Whirlpool. Pools bread and butter. Eierlegende Vollmilchsau. Suche nur nach Beweisen. Hier. Bloodied bandages. Someone been hurt? Aha. Wir haben doch Blut gefunden beim Elefanten. Hat der vielleicht den Elefanten mit einem Messer gestochen, dass der durchgedreht ist? Where would a champion hide a key? In einem Boot? In einem Lagerraum. A foghorn to navigate and warn others at sea. You should have a warning to cover your ears. Ah, schau mal. Sails of hatred. Segel des Hasses. There is something for everyone, including champions. Who knew archaeology could be so exciting? Exciting is certainly a word. Segel des Hasses. Im innovativen zweiten Teil der Bazukologie-Trilogie aus der Feder von Wallace D. Oren erlebt das schillernde Archäologenpaar Nape und Lower ein neues Abenteuer. Im letzten Abenteuer waren Nape und Lower erfolgreich, mussten für ihren Triumph jedoch einen hohen Preis zahlen. Als Nape für Dr. Matt Bones wahre Identität erfuhr, begann er sich selbst und sein gesamtes Umfeld zu halten. Lower mit eingeschlossen. Sein Vater ist sein größter Feind und sein bester Freund könnte ein Monster sein. In diesem zweiten Band erhalten die Leser Antworten auf viele Fragen. Welche Vergangenheit als Wissenschaftler haben die zwei Protagonisten? Wie konnten sie so lange mit der Wüste überleben? Ist es mit Hilfe archäologischer Kenntnisse möglich, Tote wieder zum Leben zu erwecken? Letzten Endes war Dr. Madbone nur ein Bauer auf dem Schachbrett einer weitaus größeren Bedrohung. Sir Dredd, ist das schlecht. Blutige Verbände. Haurinti. Oh, Whirlpool. Etwas schief vor kurzem bewegt. I hope Paul is more skilled at yachting than he is at hiding keys. Ja, hat er doch gut gemacht. Ein bisschen schräg, aber verzollt, ne? Too ordinary a room for a champion. There's no incentive to put in any effort. Sehr spannend. Dartpfeile oder was? Hat der... A box full of darts. Each has a needle and can be loaded with drugs. Hat der damit den Elefanten abgeworfen? An expensive set of tools for woodwork. An amateur wouldn't know how to use these. Lucy, musst dir ja mal nochmal angucken, was du verpasst hast. Shipbuilding, shipwright's tricks, sail weaving.
To earn big, you have to spend big. Too expensive, zu teuer. Ein Brief. Du elendige Schiffsratte. Glaubst du, du könntest meine Familie ausnehmen, mein Geld stehlen, meine Tochter ausnutzen? Das hört ab sofort auf. Deine kümmerliche Karriere ist zu Ende. Eine allerletzte Warnung gestehe ich dir noch zu. Solltest du dich weigern, mir zu gehorchen, wirst du auf dem Grund des Meeres enden. Gilden, alles klar. Mr. Gilden wasn't afraid to get his hands dirty. Da haben wir dann auch direkt das Motiv, ne? Old betting slips. Paul always bets on Whirlpool. One victory after another. Wettscheine. Salassia Bookmacher, also Buchmacher, Tournament Race. Whirlpool to win. Total stake 100, total winning 600. An interesting place for a message to a champion. An interesting place for a message to You a do champion. not get to hack out. Oh Gott, können wir das immer im Deutschen lesen? Nee, das ist es nicht. Und was fehlt noch, ne? Additional earnings to sweeten the victory. Verdächtige Nachricht. Du wirst ja an unsere Abmachung halten. Glaub mir, du willst ganz sicher nicht einfach aussteigen. Du musst uns frische Ware für unsere Teegesellschaft besorgen. Sollst du Fragen haben, kannst du dich an die Jungs wenden, die dich beim Rennen im Auge behalten werden. Okay. Wie geht der was ab? Bloodied bandages. Hallo. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. Erstens keine Frauenerlaubt, zweitens Rauchen in der Werkstatt verboten, drittens alles sauber zu halten, nur trockenes Stuhl im Club. Aus, die Yacht, andere sind tabu, Regelverstöße werden mit hohen Geldstrafen und einem Ausschluss aus dem Club bestraft. Habe ich denn jetzt alle rausgefunden da drin? Ja, hier sind nur die Behensachen. A foghorn to navigate and warn others at sea. We can become pirates and show them what should be stored in here. Ich weiß gerade noch nicht, wie es weitergeht. Can you satisfy my curiosity? Excuse me? What? I'm not sure I know.
Kennen wir schon. Hier kann man nicht rein. Müssen wir die Alte befragen dazu? Aber dann wäre das Dialogzeichen hier drüber. Irgendwann habe ich übersehen. Oh, mein Finger, ey. Is this familiar to you? I can't help you with that, sir. Hast du schon noch nie durchdreht. Da hinten kommen wir nie rein. Oh, jetzt zischst du mal hier ab. Jetzt da nicht auf darfst. Hier steht auf 4 von 4, also hier ist ja nichts mehr. Hier ist auch nix. Drei von 3. Und nix mehr. Ha. Der Paul Perks wurde von Gilden bedroht. Jetzt ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Ich würde ja fast sagen, zu der Alten zurückgehen. Aber die Hinweise da oben sind andere, muss man ganz ehrlich mal so sagen. Also, da steht halt, ich soll mir irgendwas beobachten und weiß ich nicht. Ist halt auch bald los. Aber wir quatschen jetzt einfach mal nochmal mit der Frau. I'm
afraid I can't add anything useful. I'm afraid I can't add anything useful. Have you seen what your father sent to Paul? This is despicable. My father was never a gentleman, but this crosses the line. I knew that father wasn't fond of Paul, but this is just awful. If only he could have seen how good Paulie is to me. Are you aware that Paul smuggles drugs for a dangerous gang? Mr. Holmes, I've already told you. I call him a pirate in play. He's not an actual pirate. He's a champion and a brave gentleman, not a thug. Let us agree to disagree on that. But don't be surprised if one of his clients knocks on your door. Also, wir kommen nicht so wirklich weiter gerade. Wollen wir die Leiche hier wegschaffen oder was? Oh, why do I get the worst jobs? Tjo. Ich weiß gerade nicht so richtig, wie es weitergepasst hat. Verkauf von Gartendekoration. Ah, da ist bestimmt was von unserer Hütte. Da ist ja eh wieder darunter. Lucy, bist du noch da? Oder bist du live? Oder guckst du hier jetzt nach? Oder? Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass dieser Paul Perks der Typ war, der Begegnung zwischen Gilden und dem Elefanten beiwohnte. Und ich gehe auch davon aus, dass Perks der war, der den Elefanten dahin gebracht hat. Er hat 2 Pfeile auf den Elefanten geschossen. Da kommt noch dieser Kohletank dazu und ein Messer. Das auch zusammenhängen könnte irgendwie. So. Enjoy your purchase. 3 Einrichtungsgegenstände erhalten. Instandsetzung des Vorgartens. Corona, das leere Haus. Es kamen hier alle Gegenstände wieder zu helfen, die sich einzeln in unserem Vorgarten befunden hatten. Nun, da der Vorgarten wieder wie früher aussieht, frage ich mich, ob er vielleicht alle Erinnerungen mehr wachruft. Oh Gott. Alter. Also, ich weiß noch nicht, was ich jetzt machen soll. Ich weiß es nicht. Obel, du sollst runter vom Tisch. Achso, der will doch zu essen haben. Ja, kriegst du gleich. Danke. Ja, ich niese sehr oft, ich weiß. Was sollen wir tun? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, du willst ganz sicher nicht einfach ausstellen. Du musst uns frische Waren für unser Teegesellschaft besorgen. Sollst du Fragen haben, kannst du dich an die Jungs wenden, die dich beim Rennen im Auge behalten werden.
Ich muss immer googeln. Das sucht die Tür daneben im Konzentrationsmodus. Den Riss im Rahmen zu entdecken. Soll ich irgendwie einen Riss im Rahmen finden, der Tür? Habe ich das schon? Keine Ahnung. Aber ich dachte eigentlich nicht. Ich hab es. Rote Dosen. Ah. Ah. Na, was ist drin? Ha, Schnee. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. Undeniably psychotropes. Not for toothache, I think. A typical tea tin. I wonder what he has for biscuits. Er schmuggelt psychotrope Substanzen auf der Yacht. We can become pirates and show them what... Oi! Hands off my possessions before you lose your fingers. Are you illiterate? The rules are written everywhere. Ah, Mr. Perks, the cabin boy himself. Champion, you mean? I was right. You are illiterate. I think a couple of shiners might teach you. One last chance. Who are you? I'm Sherlock Holmes, a friend of our mutual acquaintance, Miss Imogen. Look, you artichoke. Imogen has no friends. Except for me. If you must try to insult people, it's better to know the meanings of the words that you're using. You fancy you could teach a sailor to swear?
Go ahead. Show me how inventive you are. Stand still for a moment. Kaum sichtbarer Adamsapfel, weiblich. Ha! Das geht ja gut los. Verbundener Arm, Gewalteinwirkung oder Unfall. Ausgebildeter weiblicher Körper, breite Hüften und Oberschenkel. Der Typ ist einfach mal eine Frau. Er litt harten Schlag. Paul Perks ist in Wahrheit eine Frau, die sich als Mann verkleidet, um so einen besseren gesellschaftlichen Stand zu haben. Sie nutzt die Privilegien der Männerwelt, um ihre persönlichen Ziele zu erreichen. Sie steckt all ihre Energie in ihren Sport, auch wenn sie aber hin und wieder kleine Unfälle auf dem Meer erleidet. Scham und ein verletzter Arm sind Ehrenzeichen dieser gefährlichen Sportart. Sie ist eine furchtlose Seglerin und nicht willens aufzugeben, auch wenn sie dafür einen hohen Preis zahlen muss und dies gelegentlich nur Männern vorbehalten ist. Ich sehe keine Anlass, ihr Geheimnis preiszugeben. Professionelle Schmugglerin. Unter dem Deckmantel ihrer Segelkarriere betreibt sie Schmuggel für Banden auf Colonna. Ihr verletzter Arm spiegelt die Fähigkeit ihres Lebens als Schmugglerin wider. Sie wirkt grundsätzlich Fotos und gerät aufgrund ihrer Verbindung zur Unterwelt immer wieder in Schwierigkeiten. Ich bin der Meinung, sie hat sich als Paul ihren Platz in der Welt verdient. Ich sehe keine Fassung, ihr Geheimnis preiszugeben. So, a woman wishes to become a real criminal, and smuggling is a stepping stone towards that? Is there not enough prestige in yachting? Or is it easier to compete with other fools like yourself? Everyone has a starting pistol, just shoot and run. Don't say a word. I don't know where you're getting half of this nonsense, but you're on some thin ice here that I'm willing to crack. Damn you, Paul. I'm sick of... Who's this peacock? Does he know who I am? I definitely know who you are not. You're not a dictionary reader, at least. I wanted to see how you... pals interact with each other in your natural habitat. But I'm afraid I have to interfere. Nach der Schießerei meint er noch aus, ne? Muss dann los. Schnell. Hopp. I couldn't miss the party. Take a rep. It won't work this way. Oh. I'm coming. Eat lead. Nee! Sorry, ich wollte ja an den Herz schießen. I'm coming for you. The snuff's ready. No more crime for you until next month. Oh nee, immer 3 Wellen oder was? Take a rest, my friend. He's all yours now. Go for it. Boah, Schnupftabak. Give him the pepper snuff. Weaken him first. I'm coming for you.
Don't bother moving. You've lost. Und noch mehr Ping-Pongs. Won't work this way. Was denn? I couldn't miss the party. I'm coming for you. Nummer 1. I'm coming. Lad nach! Eat lead. I thought... Ah! Den habe ich außer in den Kopf geschossen. Ich wollte ihn dahinter treffen. Snuff's Sorry. ready. Give him the pepper snuff. And there's no reward for risking our lives. Paul's explanation will suffice. Jo. Also, tödliche Verletzung, aber schwere Verletzung, beschädigte Schuppenwand. Jawohl. Paul Perks gegen Schuppenwand, die Paul Perks Ellbogenverletzung könnte von einer Kollision der Schuppenwand auf Tutor-Gildens Anwesen herrühren. Ja, mehr ist auch nicht. So, da müssen wir nochmal mit der Alten sprechen. Ich wollte eigentlich schon aufhören. So ist das manchmal. I can't think of anything else right now. Hallo, ich wollte mit dir reden. I can't think of anything else right now. Na super. Achso, Paul schuldet mir eine Erklärung. War der jetzt da noch irgendwo unten oder was? Oh. Muss ich da wieder hinrennen? Schön, dass ich schon aufhören wollte. Nice to see you. So, wo ist denn der Paul Perks jetzt hin gewesen? Aber ich schieß hier drin, die juckt das hier ja nicht. Leichen hat schnell weggeräumt oder was? Ach, da ist er ja. Your fellow mariners have a strange way of showing hospitality. They were not my friends. Are you sure? I would rather risk my neck for someone who's at least honest and thankful. Perhaps then don't enter someone's life and be so judgmental, pretending you're better than they are. Then give me your perspective and allow me to see through your eyes. What were you doing this morning, Miss Perks? Don't call me that. I'm a champion. I was sailing. The other club members told me that you missed the race this morning. Do champions not need to practice? You've talked with them already. No, I wasn't racing.
I visited the doctor after that attack on me, and then I had to honor the deal with the bandits you just took care of. I tried to tell you before, but your partners interrupted. Have you heard the news? Theodore Gilden is dead. Do you have anything to say? Well, what a shock. To me, he was an angry old ogre. Good riddance. Was it Goliath that killed him? Did it crush him? Break his bones? Come on, tell me. I want all the details. You have an unusual way of showing grief. Imogen wouldn't appreciate that. But yes, the animal could have been involved. It's poetic in a way, isn't it? It takes a beast to kill a monster. I wish I could have been that elephant. You're asking for trouble with this smuggling business. You'd better leave it before they smuggle you out in a barrel. Don't patronize me. I've only ever had trouble with law-abiding citizens like Gilden and you, never bandits. So ask me anything you want, and then get out of my sight. Oh Gott. I don't know what you're suggesting. Look what I found. A box full of darts. Hey, that's mine. I confiscated it. These darts appear to be filled with something. Poison? How powerful is it? It's strychnine. Enough to instantly kill a small rodent. I haven't tried it on a human. Yet. I hope you know what you're doing. Could it immobilize a larger animal? Say, an elephant? I've never tried, but I have wondered. I don't know what you're suggesting. I'm clueless. You smuggle illicit psychotropes on your yacht. Not a delivery for the hospital, I'm sure. Of course not. I've had to cut corners to earn some money. How might a person afford to pay for a yacht in an honest way? I don't know, although I'm smart. The buyers are my customers. Adults who are willing to pay for their pleasure, or weapons for jewels. Whatever they want me to deliver. Nothing criminal. Well, it's your lucky day. I'm not here because of smuggling. Have you tasted this tea yourself? I wouldn't have been a champion if I had used it. It's just a side business that keeps my career afloat. It's quite expensive to compete in yachting. Sometimes I cut corners. Such as using yourself? Exactly. And sometimes I just have to pay. That's how I earn money. I don't sell slaves or take the last mangear from a poor family. Okay. It seems as though Theodore Gilden hung a sword of Damocles over your life and career. Were these only words or something more serious? Check my forearm. Pulled muscles and bruises. Small cuts. Nothing that you could call serious. I doubt that a man in his late 50s could wrestle you. It wasn't him. He behaved like a rat and hired brutes. His boys tried to lock my hands behind my back, but I was faster and I escaped. Was he so protective of his daughter, or was it your feminine secret that provoked him? My guess is that he was protecting his property. As he saw it, he owned Imogen, and he treated her like a piece of furniture. He didn't want his daughter to be loved by anyone. What's more painful is that Theodore didn't allow me to love his daughter. Typical. I'm not sure that your relationship with Imogen could be described as typical. Are you afraid of a woman in trousers? Now that's typical of men. Between yachts, darts, and notes from bandits, I've discovered many fascinating facts about you. But this, an installment of Nabe and Laura's adventures. Why did you sully your library with this? It's a gift from Imogen. I didn't buy it. Das schwöre ich. Pages, but nothing more. I swear. I will give you the benefit of the doubt, but your literary taste has put you on my blacklist. A charming picture. I've heard that champions do often pose with their trophies. Cheeky. It is a lovely trophy, though. I'm sure you will agree. What is it that you like most about her? Her naivety? Her father's money? A somewhat difficult choice. Especially now that her father is out of the equation. Imogen doesn't strike me as an industrious young lady, so I find it strange that she was busy packing up all her belongings when Mr. Gilden died. That's some favourable wind in your sails, isn't it? Is it so suspicious that a couple might embark on a trip? I wanted to thank her, so we planned to go travelling. A Theodore-free place,
without elephants. The timing of it is suspicious, however. Your lady friend becomes an orphan and heir, and there's a planned trip directly afterwards. An improvised romantic dinner will never please a spoiled girl. A planned voyage might. It's not spur of the moment. Does this knife seem familiar? I didn't find it in your competitor's back, to be clear. This knife is as blunt as your humor. It's a bosun's knife, but it's not mine. I wouldn't be so careless as to mislay my tools. What can you tell me about the elephant? He's smarter than some people here, including his owner. Although I feel he could be dangerous, no matter how much he's fed. Why is that? Have you ever seen Goliath attack anyone? Well, not exactly. But I saw it, abusing some poor tree during one of its walks with Theodore. The expression on that old ninny's face was priceless. But it wasn't funny to look at. Believe me, it was frightening. Mhm. So, neuer Hinweis auch für Gedankenspiele. Diese Perks war nicht überrascht, aber dass Mr. Gillen von Goliath getötet wurde. Sie sprach darüber, dass gerade Paarungshilfe für Elefanten ist. Miss Perks sagte mir, dass das nicht im Messer sei, also ich auf Werkzeug immer mit Acht gebe. Paul hat besser gesagt, Miss Perks beschreibt neben mir Schmuggel für eine kriminelle Bande sehr. Auch ist das notwendiges Übel, um für die Kosten ihrer wahren Leidenschaft aufzukommen. Yachtsegeln. Miss Perks alias Paul bestätigt, dass sie sich mit Theodor über Imagen gestritten hatte. Miss Perks sagt, dass die beiden an einem Ort reisen wollten, nachdem sie sich vor Theodor Gilden in ihrer Ruhe gehabt hätten. Miss Perks sagte, sie würde die Pfeile mit Strychnine mitführen und sie dann zur Schädlingsbekämpfung nutzen. Mr. Gillen wollte Paul Perks haben. Theodor Gilden wollte Paul Perks Karriere ruinieren und teuerte sogar schlägern. Jo. So, wir müssen also scheinbar weiter nach dem Elefanten suchen. Und ja, das machen wir auf jeden Fall später. Krass, krass. Sehr langer Fall. Irgendwie alles verbunden ja noch mit meiner Hauptstory Mutterliebe. Aber wir müssen jetzt einen weiteren Fall lösen, um in Mutterliebe vorwärts zu kommen. Nämlich den Fall des Theodor Gilden, der von seinem eigenen Elefanten plattgetrampelt wurde. Jo. Und das wollen wir heute Abend auf jeden Fall beenden. Gut, Lucy, du schreibst mir, wenn du kannst. Und ich hau jetzt erstmal in den Sack. Euer Floater sagt... Ciao, ciao.